Akten, Akten, Akten. Relikte aus dem analogen Zeitalter. Doch damit soll Schluss sein. Die hessischen Kommunalverwaltungen starten in die digitale Welt. Weil wir viele Prozesse einfach digitalisiert haben, weiterhin auch digitalisieren und die Akten werden dann eben auch nicht weiter gefüllt. Auch das Land Hessen unterstützt die kommunale Digitalisierung. In Hessen ist der aktuelle Stand, dass wir von den 699 zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen im Moment 472 umgesetzt haben. Max will es genau wissen. Wie weit sind Hessens Verwaltungen bei der Digitalisierung? Wie gut steht die Privatwirtschaft da? Und was kann man tun, um die Digitalisierung in Kommunen und Unternehmen voranzutreiben? Wir sind im malerischen Eltville am Rhein im Rheingau. Die Zeit scheint hier irgendwie stillzustehen. Doch nicht im Rathaus. Hier sorgt die Digitalisierungsbeauftragte Jasmin Herborn für eine Zeitenwende ganz eigener Art. Statt 500 Akten pro Jahr mit Papier zu füllen, will sie ein digitales Vorzeigeamt mit elektronischer Akte sein. Wir haben ein System eingeführt, das im Grunde die Papierakte, also der klassische Papiervorgang, der Antrag, den der Bürger beispielsweise stellt, der dann hier bearbeitet wird und später in Papierform auch wieder versandt wird, dass das Gesamte bei uns digital abgebildet wird. Also der Antrag wird, wenn er nicht schon digital eingereicht wird, dann eingescannt und auch bei uns digital weiter bearbeitet. Vor 1,5 Jahren hat Jasmin Herborn angefangen. Jetzt gibt es schon rund 40 Themen, die die Bürger online bearbeiten können. Ich finde das grundsätzlich gut, weil man ja oft die Zeit nicht hat, zu den Öffnungszeiten, zu den Diensten zu gehen. Ich finde das richtig gut. Ausprobiert, hat gut geklappt und vor allen Dingen die Terminvereinbarung. Das ist super einfach. Ich habe es auch schon genutzt, einfach Anträge für Themen, die mich gerade beschäftigen, beim Hausbau und sowas. Doch es gibt noch Luft nach oben. Die digitale Revolution im Eltwiler Rathaus beschränkt sich noch auf die Einführung der E-Akte und die Beschaffung 2 Monitore statt einem pro Mitarbeiter. Ganz klassisch nutzen wir eben Outlook, wie das viele ja zu Hause auch tun, und haben aber auf der anderen Seite die elektronische Akte. Das heißt, im Grunde der elektronische Aktenordner, in den wir ja Dokumente ablegen wollen. Und das machen wir dann eben auch digital. Das heißt, wir ziehen uns das Dokument aus Outlook und schieben das einfach rüber in die elektronische Akte, um es dort abzulegen. Deutschland und damit auch Hessen hinkt bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich noch hinterher. Die Landesregierung versucht mit einem Förderprogramm gegenzusteuern. In diesem Förderprogramm geben wir 16 Millionen im Jahr, vornehmlich in interkommunale Projekte. Warum? Weil wir alleine mit der Antragstellung die Kommunen ein Stück weit zu ihrem Glück zwingen, nämlich sie beantragen dann gemeinsam, wie sie besser ihre Verwaltung digitalisieren können. Die Landesregierung hilft nicht nur mit den 16 Millionen Euro. Ein weiteres wichtiges Unterstützungsangebot ist die Digitalisierungsberatung. Von 443 Kommunen haben schon 328 die Beratung in Anspruch genommen. Für die Kommunen ist es nicht nur wichtig, dass Mitarbeiter schnell arbeiten und Bürger bequem Anträge stellen können. Die Digitalisierung dient auch der Selbsterhaltung der Verwaltung, wie uns der Eltwiler Bürgermeister Patrick Kunkel erklärt. Die Fachkräfte sind endlich. Wir buhlen jetzt schon um Arbeitskräfte. Ja, das findet schon zwischen Kommunen leider auch schon statt. Und ich glaube, mit der Digitalisierung gehen wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um am Ende die Verwaltung, und die ja wirklich wichtig ist, weil die Verwaltung trägt unsere Demokratie, die Verwaltung einfach zu erhalten und auch sauber arbeiten zu können. In der Privatwirtschaft, wie bei der Softwarefirma Seibert Media in Wiesbaden, ist man mit der Digitalisierung schon erheblich weiter als die Kommunen. Hier geht es beispielsweise nur noch um die Koordinierung von Cloud-Anbietern, wie uns Teilhaber Paul Herwart von Bittenfeld erklärt. Ein großes Thema, das uns gerade umtreibt, ist letztendlich die Integration von verschiedensten Diensten und die Integration dieser verschiedenen Dienste letztendlich in einen flüssigen Arbeitsablauf, dass ich Informationsredundanzen zum Beispiel vermeiden kann. Das ist ein großer Painpoint, der weiterhin existiert und an dem kontinuierlich bei uns gearbeitet wird. Laut der brandneuen Umfrage der IHK Hessen vom Ende des Jahres 2022 sind 75% der befragten Unternehmen mit ihrer eigenen Digitalisierung einigermaßen zufrieden. Die 5 wichtigsten Gründe für die Digitalisierung sind Flexibilisierung,
Kundenbindung, Kostensenkung, Strategie und Neuentwicklungen. Die wichtigsten Forderungen an die Politik sind eine bessere Breitbandinfrastruktur und höhere Fördermittel. Gerade das Thema, die hohen Investitionskosten in IT-Systeme, in Software, sind natürlich für kleinere Unternehmen oft eine große Hürde. Deshalb ist es da auch wichtig, dass es tatsächlich auch Fördermöglichkeiten gibt und Unterstützung. Also wir messen halt Beratungen. Doch Digitalisierung bedeutet nicht überall das Gleiche. Die Förderung muss individuell sein, weil es unterschiedliche Anforderungen bei der Transformation der Unternehmen gibt. Und da haben Sie natürlich als zum Beispiel produzierendes Unternehmen ganz andere Themen, weil Sie dann eben auf Ihre Produktion schauen, die zu vernetzen, die Daten besser nutzbar zu machen, als wenn Sie ein Dienstleistungsunternehmen sind, wo Sie vielleicht stärker die Kundenprozesse, den Vertrieb, das Marketing und solche Themen in den Blick nehmen. Die Mitarbeiter von Seibert Media in Wiesbaden tüfteln so intensiv an digitalen Lösungen für ihre Kunden und für sich selbst, dass dabei eine gewisse Sehnsucht nach dem guten alten Papier entstanden ist. Vor sehr vielen Jahren haben wir mal das papierlose Büro angestrebt, haben dann aber im Rahmen vom agilen Arbeiten einfach gelernt, dass es gewisse Situationen gibt, wo es einfach auch mal schön ist, eine große Wand vor sich zu haben und wirklich auch sich Post-its zu schnappen und Ideen aufzuschreiben und gemeinschaftlich zu visualisieren und da noch freier im Raum unterwegs zu sein. Im Eltwiler Rathaus träumt man aber noch vom Gegenteil. Hier soll Papier weitgehend der Vergangenheit angehören. Also ich glaube, dass es die Verwaltung ohne Akten auch irgendwann geben wird, weil viele Prozesse tatsächlich einfach auch digital abgebildet werden können und wir dann tatsächlich auf das gute alte Papier verzichten können. Das glaube ich schon. Die analoge Welt wandert in Eltville also schon bald in die Ablage.